So, der beste Detektiv EU-West ist wieder am Start. Mit dem letzten Fall. Und danach den anderen Sherlock Holmes Spiel. Das war, glaube ich, nämlich auch ganz cool. Deswegen habe ich es noch installiert. Aber jetzt erstmal das hier beenden, ne? Fortfahren! Haben wir da schon das Video gesehen gehabt? Schüsse beim Mondlicht? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es Schüsse beim Mondlicht. Und anscheinend haben wir das Video schon gesehen. Also, ich habe vergessen, was passiert ist. Was ist denn passiert nochmal? Was war da im Video? Hallo Fliege, was sagst du dazu, dass Sternsingen jetzt bei uns verboten werden soll? Weil sich die Kinder das Gesicht dafür schwarz schminken? Kuss. Deswegen soll Stern... Ach, da. Ach ja, hier der Bruder von dem obdachlosen Kind da, ne? Wurde verhaftet. Falscher Knopf. Ich muss ja in die Steuerung gucken. Warte, ich sagte gleich. Versuchen Sie den Tatort befragen. Achso. Er soll den... Okay. Gehen wir erstmal zum Tatort. So ein Quatsch. Quatsch. Wenn es dann dieses Blackfacing ist, dann muss man sich einfach nur nicht das Gesicht schwarz anmalen. Aber deswegen soll Sternsingen verboten werden? Quatsch, ey. Also darf man... Ich kenne mich da jetzt nicht so aus. Darf man, wenn man eine historische Figur quasi cosplayen will, also nicht mehr die Hautfarbe ändern, wenn die Figur schwarz war? Holmes. Also das ist verboten heute. Ich blick da nicht mehr durch. Ja, was? Aber warum ist denn das dann verboten? Weil die aus dem Morgenland, die waren ja höchstwahrscheinlich dunkelhäutig. Wäre das nicht viel rassistischer, wenn man weiß ist? Weil die waren ja wahrscheinlich nicht weiß. Ich blick da doch nicht mehr durch. Ich blick nicht durch. Please, gentlemen, leave the scene now. Oh, Mr. Holmes. Is that you? Good evening, Constable... Constable Marrow. I was Ja, here das with geht gar Inspector Aberline during the Ripper case, Mr. Holmes, back in '88. But then this is nothing like that case. With this one, we've got the murderer, the weapon, and the statements, which speak for themselves. Of course, Mara. But you know that appearances can sometimes be deceiving. Who were the victims? The two men here, both shot. The stat fellow was Brian Vercotti, a well-known ruffian. The other, Kenneth Butler, a jeweller by trade. You spoke of statements. You have witnesses? Well, I was there, so I gave my own statement. And then there were two other witnesses who said they saw the killer Chapman. Mr. Turner, a gentleman who lives in Wie ist denn that das flat over andersrum there. eigentlich? And Polly Powell, a flower seller, who was over at the far side of Wenn the ich street. jetzt dunkelhäutig wäre und ich möchte... Thor oder Captain America cosplayen, darf ich mich dann... So, Constable Marrow, Ich weiß es I should be nicht. delighted Ich to trau hear mich your nicht mehr, testimony. I irgendwas was zu standing fragen. at the north side of Half Moon Street. That was the side that you came from. But you would have been unable to observe this part of the street, where we are standing now. That is correct. But I saw the two victims slowly enter Half Moon Street, and then shortly after, the fireworks started. A few minutes after that, the fellow Chapman rushed towards me and ran into Half Moon Street. Please continue. Das ist richtig. I didn't pay attention, but suddenly I heard a woman's cries and police whistles on the other side of Half Moon Street. I rushed over there and I saw the two dead bodies on the ground. When I reached Whitechapel Street, I saw Leighton Chapman. He'd been caught by two police constables.
Oh Gott, wie viel. Did you hear the Wir shots? müssen jetzt aufpassen. I didn't hear any Der letzte shots. Fall, der ist bestimmt The schwer. fireworks were all over the sky. They were so loud I couldn't hear anything Wir sind else. momentan auf 100% waren. What were the fireworks in honor of, Constable? Well, today's Queen Victoria's birthday, Mr. Holmes. Ah, yes, I appear to have lost track of the days. It is May now, of course. Constable Marrow, what else caught your attention while you were running through Half Moon Street? I saw nothing but rats, and I took the time to light every corner with my lamp. Oh Gott, wie viel. Did you happen to look up at Mr. Turner's window when you were on Half Moon Street at that time? Yes, I saw that the window was open, but no one was there. It was dark in the room. Constable, your Haben wir schon Beweise? Nee, ne? Okay, wir haben erstmal nur bla bla bla. Okay, schauen wir der erste Leiche an. Oh, das sieht schmerzvoll Brian aus. Vercotti suffered greatly. What a terrible way to die. Selbst mit so einer nicht perfekten Grafik erkenne ich das. Und weil er wahrscheinlich ziemlich viel blutet. He tried to stop the bleeding with his hand. That was not it. Legend! The bullet penetrated Oh, his durch den stomach. Bauch. A dreadful wound. A tattoo from Westgate Prison. Vercotti must have done some time there. Okay. Das fällt mir doch die... Okay, da war nix. Den habe ich doch schon gesehen! A piece of wood that has stuck between the cobblestones. Let us take a closer look. This shard of wood is quite new. Ich würde sagen Kopfschuss. Die Trovatos The können bullet einpacken. struck his head. This man didn't stand a chance. Erstmal berauben. This is an ordinary key. I wonder what kind of door it opens. Schnapp dir die Grille. Okay. Okay, wir haben... Ach ja, dann kriegen wir ja... Okay. Wir untersuchen den Tatort. Ist hier noch was? I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Halt's Maul. Ah so, ja, ich rette deinen Bruder. Auf jeden Fall. Guck mal, wie weit wir hier noch rumlaufen. Okay, reden wir erstmal mit... Mit ihm können wir nicht reden. Okay, mit ihm können wir nicht reden. In die Richtung. Hier, die Blumenfrau. Mrs. Powell? Was hast du What do you gesehen? want? My name is Sherlock Holmes. I'm assisting the police with their investigation of the crime that took place this evening. Well, I've already gave my testimony. But very well. Die sieht mir fishy aus. Okay, sie kann ich gar nicht so untersuchen nach Kleidung, sondern nur hören, Could you was sie tell sagt. us everything that you may have seen or heard? Yes. I was selling my flowers as usual. And then the fireworks began, in honour of Queen Victoria. I enjoyed those. But then, all of a sudden, a young lad ran out of Half Moon Street and stopped just by me. He had a gun in his hand. He was like a ghost, and all covered in blood. It was dark, but I could see him, because of the flashes from the fireworks. And then? I screamed as loud as I could. I knew that a policeman should be on duty in the vicinity. He had no time to escape. 2 constables got him. Then another constable came out from the very same street, and I heard him talking of a horrible murder. Mrs. Powell, did you hear the gunshots? I'm not sure. You know, what with the fireworks? Wegen des Feuerwerks. Did you see anyone else leaving Half Moon Immer Street wieder dasselbe. prior to or at the time of the crime? No, sir, I did not. Even with all the fireworks, I was very attentive, as I'm always on the lookout for customers. Wegen wessen trotz des Ganzen. Ach, My Mann, thanks ey. to you, Mrs. Powell. Eine, die den Genitiv nicht beherrscht, akzeptieren wir nicht. This mirror is Oh. turned towards Half Moon Street. Oh, ich merke gerade, das ist ja doof, wenn ihr mitlesen wollt. Okay, ich kann das Spiel nicht minimieren. Dann kackt's wieder ab.
Okay, dann reden wir mal mit dem hier. Good evening, Mr. Turner. I heard Constable Marrow reply to you as Mr. Holmes. Are you that detective gentleman? I've heard of you. And well, I know things about this evening. Excellent. Might we hear your story? Oh, Could Mist, you hätte ich tell us machen können. everything that you may have seen or heard? Fuck. I was already in bed when the fireworks Okay, der wird noch started. wichtig. A few moments after, I Vielleicht. clearly heard 2 gunshots from outside. Please continue. I quickly got up and I grabbed the lamp from my nightstand and I rushed towards the window. I looked down and I saw 2 bodies. And there was a man with a gun who was standing nearby. Where exactly? Well, near this body. Did he notice you? I don't think so. He rushed towards Whitechapel Street without looking around. So, jetzt aber. Armes Leben, Kopfwunde, Licht. Kriegsveteran, Krimkrieg, schon wieder. Ja, guck mal, armes Leben war sogar richtig geraten. Kriegsveteran, und was haben wir hier? Braucht Stütze, schwaches Bein. Hinkt, okay. Mr. Turner, did you see anyone else in the street? No, I saw no one but that man. The murderer. Ja, da hätten wir das eben vielleicht The schon fellow sagen they können, dass der caught. nicht so schnell da das hätte Were the sehen two können, shots oder? you heard consecutive? Yes, there was a very short pause between them, and they sounded different somehow. It seemed to me that the second shot was louder than the first. That is an interesting comment. Mr. Turner, what were your actions after you stepped up to the window? I was afraid that the man with a gun might return, so I stayed close to the window till I saw the policeman coming in the Half Moon from Whitechapel. Then I walked out to tell them everything I saw. You have helped us a great deal, Mr. Vielleicht haben wir Turner. verkackt, weil ich am Anfang vergessen habe, dieses Aussehen zu machen. Widersprüchliche Aussage. Ja, das stimmt. Hinweise, haben wir hier noch was? Okay. Gute Check. Mr. Turner, you have stated that you remained close by your window after the crime, is that correct? Oh, yes, Mr. Holmes. I stayed at my window until the policeman arrived to examine the dead bodies. That is very interesting, Mr. Turner. Constable Marrow stated that he did not see anyone at the window when he was running through Half Moon Street. Well, I think Constable Marrow and me, we might have been distracted by the whistles and shouts coming from Whitechapel. We could have missed each other somehow. You understand what I mean? It was a bit of a stressful moment, to tell you the truth, sir. Allow me to form my own theories, Mr. Turner. Would you mind showing me the view that you had from your window? Not at all, Mr. Holmes. Please, follow me. Er will nur 15 Minuten Fame haben. Mr. Turner appears to live very Ja, es modestly. wird auf jeden Fall noch wichtig, dass er hinkt. Aber wir schauen uns erstmal überall um. Bett. Mr. Turner was roused from his bed by the sound of gunshots. Ah, hier ist das Holz. Da ist das Holz, Mama! A perfect match. So, Mr. Turner broke his stick when it became stuck between the cobblestones. He did not mention that he was so near to the victims. Aha! The books on this shelf are in a mess. It looks as though Mr. Turner was trying to find something in a hurry here, a short while So ago. sieht das auch bei mir aus. Das ist normal.
There are pieces of shredded paper scattered over the table. This kitchen knife is quite sharp. This kitchen knife was used to cut the paper. Was hat das Schwein zerschnitten? Erstmal schauen wir. So, that's the view Mr. Turner had when he opened the window. The dead body of Kenneth Butler. Brian Vercotti's contorted corpse. Mr. Turner had a perfect view of the crime scene. He saw the bodies clearly, and Leighton Chapman standing over them. Ist hier Papier? Nee. Oh, hier aber. This fire is dying out. It was last tended to over an hour ago. The papers are almost entirely burned. I am unable to see what's Erstmal mit der written Hand ins here. Feuer greifen. These words are illegible. The papers were thrown into the fire just a short while ago. Legen Sie auf Basis Ihrer Informationen, die Sie gesammelt haben, den korrekten Ablauf der Ereignisse. So. Steigt aus dem Bett. Öffnet das Fenster. Sieht. Hä? Moment, das soll doch Nummer 1 sein. Steigt aus. Nein! Zurücksetzen. So, steigt aus dem Bett. Falscher Knopf, stark von mir. Alter. Hallo, ich will steuern. Ich will die Sequenz nicht sehen. So, nochmal neu. Mit der Steuerung aus der Hölle. So, das ist 1. Ist klar. Legt den Kopf, wirft etwas ins Feuer. So, öffnet das Fenster. Geht zur Leiche. Legt den kaputten Stein. Ja, schneidet Papier. Wirft etwas ins Feuer. Das ist es. So ist es passiert. Geht raus. Oh, Leiche. Grapsch. Zurück. Oh, kaputt. Schneid. Und dann ab ins Feuer damit. So Easy Mr. game. Turner used a book to hide an object that he found on Kenneth Butler's body. The question is, what did he find? I can see prints from greasy fingers upon the cover of this Ah, book. fett Let gefingert. us take a closer look. Ah, eklig. Moby Dick. Well now, what a find. A precious jewel Hätte man das nicht irgendwo concealed anders verstecken inside können? a book. Da hätte ich doch jetzt nicht mein Buch kaputt geschnitten für. A bracelet with a unique ram's head design. A distinctive feature of ancient Grecian artifacts, probably of the Hellenistic era. Hätte ich auch gesagt. Ach, kann ich nicht, muss ich so machen, okay. Das wird der andere sein, okay. So. Dann reden wir mal mit dem alten Sack. Mr. Turner, how would it be possible for a man of advanced years, such as yourself, to rush from his bed to the window in a matter of seconds, as you have stated? Well, I'm able to move very quickly, despite my age.
and when the situation requires it, Mr. Holmes. Ah, Bruder! Du hinkst, du bist ein Krüppel. I highly doubt that, Mr. Turner. I observe that you suffer a severe limp due to your injured right leg. It would have taken at least 10 seconds for you to approach the window. That means you could have easily missed something or someone in Half Moon Street during that time. You're right, Mr. Holmes. I could have missed something. But it did seem to me that everything happened so quickly. Oh, time can pull tricks on you. Sag die And Wahrheit! what of everything else that you told us? Mr. Turner, it is vital that we have your complete and true statement. Mr. Holmes, I do assure you that the other things I said were most sincere. Ah, du verkackter Lügner. Was ist mit dem Armreif? Mr. Turner, you were not sincere with me. Not then and not now. But Mr. Holmes... This, Immer diese Mr. Lügner. Turner, does not look like anything that a poor man might possess. It is worth more than the home that you live in. I can explain. No, merely correct me if I am wrong. You saw Leighton Chapman through the window, but you also noticed a glittering object on the ground, this precious jewel. You walked down and took the bracelet from the body of Kenneth Butler, and when you heard the whistles, you hurried away. That broke your walking stick. It caught fast between the cobbles. Constable Marrow was unable to see you in the window as you were climbing up the stairs on your way back to your flat. Upon returning Warum home, hat er's- you hid the Warum hat er das precious im jewel Buch zerschnitten und inside a hingelegt book. und nicht einfach oben auf den Schrank? Mr. Holmes, please don't send me to prison. I didn't do anything bad. I'm just a poor man. When I chanced upon the bracelet, I saw it as an opportunity to make a little money. Oh, ein fettes I was Eichhörnchen desperate. ist zu fangen. I only took the bracelet, that's all, I swear. You made a mistake by lying to me. But you are not a criminal. I believe that. Was wir alle schon wahrscheinlich Although I haben. must return this bracelet Ich to its warte immer noch rightful auf den owner. Leta King. Weiterhin. That's why it's better to stay at home. Turners Wohnung abgeschlossen. Haben wir jetzt auch hier quasi... Ich drück schon wieder die falschen Tasten. Welche? So, einmal für Idioten. Welche Taste ist das Buch? Viereck, okay. Sammeln Sie Informationen in A, wieso? Fragen Sie, finden Sie... Okay. Wir haben hier eigentlich alles abgehakt. Auf zur Baker Street. Wir wollen erstmal was über das... Oh, da wird gejumpt. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wir wollen jetzt erstmal herausfinden, was das für ein Armband ist. Bevor Zeugenaussagen kommt immer als letztes. Da brauchen wir alle möglichen Infos erst. Ach ja, die Briefe. Eine Sensation, eine exotische Möglichkeit für einen Mord. Das Arsenal der Kriminellen dürfte bald um giftige Pflanzen erweitert werden. Eine junge und bildhübsche Frau hat zusammen mit ihren Kollegen in Kew Gardens den schrecklichen Mord an Direktor der Gärten, Mr. Montague Dunn, geplant und ausgeführt. Nur ein einziger Detektiv war in der Lage, die Wahrheit hinter diesen Verbrechen aufzudecken, das zuvor als ein einfacher Herzanfall zu den Akten gelegt worden war. Der Name des Detektives lautet der eine von den Trovatos. Ich kenne die Trovatos nicht. Nie gesehen. So, wir wollen nach... Was wollen wir suchen? Antiker goldener Eifer, irgendwas mit Griechenland, ne? Geschichte, griechische Geschichte vielleicht. Okay, doch nicht. Jetzt. Chemie, Gift, Verletzung, Kampf für Zeichen und Symbole vielleicht. Das ist der Akleopatra-Stab. Das ist der Totenkopf. Das ist die Religion. Scheiße. Kampfsport ist ja Quatsch, oder? Kriminalistik. Quatsch. Verletzung. Quatsch. Gift und Toxine. Quatsch. Chemie. Quatsch. Oh, hier war ja gar nichts. Muss ja doch hier sein. Oh, Elex-Trank. Erstens, du Lappen. Es läuft auf Seite 1. Zweitens, ich habe doch gerade gesagt, ich schau das nicht. Du Lappen. Was ist denn das hier? Das ist ja auch nicht Technik. Geschichte. Das ist griechische Geschichte. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ist das vielleicht bei den Zeitungen irgendwo?
Hellenistische Schätze gestohlen. That is not the... Was? Hat er nicht gerade gesagt, das ist Hellenismus? Du dummer Wichser. Entschuldigung, ich distanziere mich. That is Whitechapel-Morde. not the one I... That is... Der große Schneesturm, Ripshake. Also, irgendwo muss das... Kann ich noch weiter nach rechts scrollen und ich habe es noch nie gesehen? Nee. Noch lebe ich. Oh Gott. Ey, was ist denn das? Da... Wow. Es ist das britische Museum einfach. Diese wunderschönen antiken Schmuckstücke sind ein Teil der Sammlung, die als hellenistische Schätze bekannt worden ist. Auf dem Bild sind 5 Widderköpfe. Ich sehe 2. Auf Abraham-Halskette. Ach so. Fehlen noch 2, Digga. Alle aus Polen Gott. Die 5 Widder von Miletini sind 1885 verschwunden. I need to continue my research in my archives. Ja, mir ist jetzt klar. 1885 war das, ne? Ja, da war ich doch eben schon. Ich bin besser als Holmes. Gestern Abend wurden die sogenannten hellenistischen Schätze gestohlen, als sie gerade in einer Kutsche vom Britischen Museum zur Glasföhr-Ausstellung der feinen Künste transportiert wurden. Kenneth Butler, der Inhaber eines Pfandhauses, meldete sich bei Scotland Yard und gab an, dass ein Mann versucht habe, in seinem Pfandhaus in der Church Street eine Sammlung historischer Kunstwerke zu verkaufen. Danach gelang es der Polizei, den beschriebenen Mann zu verhaften. Ein professioneller Dieb namens Vincent Foley, der gerade dabei war, London über den Hafen zu verlassen. Er wurde vom Fahrer der Kutsche identifiziert, in der die hellenistischen Schätze transportiert worden waren. Vincent Foley weigerte sich, Angaben über den Verbleib der restlichen Diebessachen da zu machen. Kurz darauf wurde er ins Gefängnis gebracht. Die gestohlenen Kunstschätze sind weiterhin verschwunden. One of the victims, Kenneth Butler, was involved in the story of the stolen Hellenistic treasures. A visit to his pawn shop should tell me more. Machen wir. Ab ins Pfandhaus. Was machst du da? Okay, ist mir egal. Was machst du da? Okay, ist mir egal. Ist hier das Pfandhaus? Ist hier das Pfandhaus? Ist hier das Pfandhaus? Hier ist das Pfandhaus. Ach, wir haben ja einen Schlüssel. Den haben wir ja geklaut. Wir brechen übrigens nicht ein, wir haben einen Schlüssel geklaut. Das heißt, das ist ja kein Einbruch, wenn man einen Schlüssel hat, ne? Crampons and a sharp ice axe would only be brought here by a mountaineer. Aha, guck mal, Gegenstand von Interesse. Wir werden dieses Zeug noch brauchen, diese Kletterausrüstung für irgendwas. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo sie ist. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Genau wie anscheinend die Leuchtpistole. Aha! The ram's heads. This necklace belongs to the 5 Rams of That's Mifflin richtig. collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, 10 years after the theft. Da der Brief übersetzt ist, ist er wichtig. Hallo Kenneth, du hattest mir ja mal von den 3 goldenen Schmuckstücken mit Wedderkopfen erzählt aus dem alten Griechenland. Die hast du doch noch, oder? Denn dann gibt es eine tolle Neuigkeit für dich. Ich habe da einen Typen an der Leine, der den ganzen Schmuck unbedingt haben will. Er ist bereit, dafür ein kleines Vermögen hinzublättern. Ich kann ein Treffen zwischen dir und diesem wandelnden Geldbeutel arrangieren, aber ich verlange Provision. Ich werde Sonntagabend an der Ecke Great Ailey Street und Half Moon Street auf dich warten, vor dem Feuerwerk, der andere, der umgebracht wurde. Was? Hä? Achso. Raubmotiv. Haben wir bisher? Ich muss...
Geht wieder. Okay. It looks as though Mr. Butler kept a careful record of his operations. Dankeschön. Ja, kann ich das Buch jetzt nicht ansehen, oder was? Nö, anscheinend nicht. Okay, dann nicht. Okay, noch bringt uns der Funshop nicht so viel, weil was soll ich mit der Leuchtrakete und der Kletterausrüstung? Wir wissen, sie ist hier. Aber bringt uns nichts. Ist hier noch irgendwas? Ach so. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu Scotland Yard und machen die Zeugen. Vielleicht ist da ja jetzt irgendwas mit deren Gegenständen, was wir mit der Kletterausrüstung und den Dingenskirchen, der Leuchtpistole in Verbindung bringen können. Mr. Holmes, whatever brings you here so late at night? I'm interested in the case of young Leighton Chapman. He was arrested earlier this evening and accused of a double murder. I beg your pardon? That case is quite clear to the police. Or are there any new facts that we don't know about? Who knows, Inspector? Look, you are free to investigate, of course, Mr. Holmes. Chapman was arrested with a revolver in his possession, which you can find in the evidence room. The suspect himself is in custody. Did you find anything else on his person? A few personal belongings. Nothing particular, Mr. Holmes. Thank you, Lestrade. Mr. Holmes, what is the trouble with... Ja, sei ruhig. So, wir schauen uns jetzt erstmal die Gegenstände an. So this is the gun that Leighton was holding when he was caught by the police. It is a Webley revolver, a reliable weapon. It seems as though the shells were not removed from the cylinder. Two out of the 6 shells have been fired. There were 2 shots. Das ist bitter. These cigarettes are filled with cheap tobacco. Nothing interesting. A cheap watch, bought with his own money, no doubt. Was mit dem Apfel? Kann jemand, der Apfel isst, Mörder sein? Ach stimmt, der eine meinte ja unterschiedliche Schüsse, ne? Konnte Unterschiede... Oh, waren die Schüsse... Weil in Wahrheit 3 Schüsse abgefeuert worden sind? Oder weil sie an verschiedenen Punkten... Ich mach mal an verschiedenen Punkten. Weil er meinte irgendwas auch mit laut und leise, ne? Doppelmord. Warte, wird das dann so? Nee. Schussposition. Erdrückende Beweislast. Das ist nicht gut. Hören wir uns mal seine Aussage an. Wo ist er denn? Ja. Please escort this suspect for interrogation. Good evening, Mr. Chapman. Who are you? I've got nothing to say. It's all a mistake. Calm down, Leighton. I have come here to help you. To find out if you truly are innocent, as your younger brother Wiggins has told me. My brother? You know him? Ja klar. And that means you're... Der ist mein kleiner Pennerjunge, der für mich arbeitet. blimey.
All right, Mr. Holmes. I'll tell you everything. So, Hitzkopf, Bürgergeld, Hilfe begangen, aufgeschlitzt auf der Wange. Aufgewachsen auf der Straße, sage ich doch. Vor kurzem geschlagen, Widerstand gleich Hitzkopf. Siehst du, Hitzkopf. Büroangestellter? What? Ah, der war auch im Knast. Verbrecher. Nee, drück wieder die falsche Taste. Ein hitzköpfiger Büroangestellter. Good. Tell me your account of what happened. I left my work and I hurried up to see the fireworks in Whitechapel. I was late, so I decided to cut through Half Moon Street. I saw the first fireworks light up in the sky. I bumped into a constable on a corner before entering Half Moon. Then suddenly, what with all the firework flare, I saw two men. They were both lying flat in the middle of the street. I stopped where I was. I thought about turning back to the police, but as I was thinking of that, I saw a third person. He was leaning over the body that was furthest from me. The second I saw him, he raised his head and he stared at me. In a flash, I saw his gun, but he made a dash for it instead and he escaped through Whitechapel Street. Der Spiegel wird noch entscheidend sein, glaube ich, der da aufgebaut ist. Ich spür das. I didn't know what to do. Anyway, I approached the bodies just to see if they were still alive. I saw that one had blood pumping out of his stomach. He was dying. It was horrible. The second one was already dead. He had a hole in his head. He was holding a gun in his hand, though. I took it, and then I followed the third man. Gutes Deutsch. Oh! Uno momento. Bitte fortfahren. Indem ich wieder die falsche Taste drücke. Wie blöd will man eigentlich sein? Warum drücke ich immer X? Ich bin PlayStation aufgewachsen. X war immer A. Interesting. Pray, continue. I turned a corner, and I saw the man standing in the middle of the street. He seemed to be in some sort of panic. And then, Mr. Holmes, something strange happened. I told the police and they laughed at what Du I hast said, ihn but I durch den swear to Spiegel you, my gesehen oder words so, are true. deswegen war der auf der anderen I Seite. started running towards him. But then I was blinded by a flash. It was so bright that I hardly saw anything for a good dozen seconds. But I kept running forward. As I arrived in Whitechapel, I heard a woman screaming. And then I was caught by the police. But there wasn't a trace of that man. Of course, then they found a gun and all that blood. I couldn't see the murderer escaping and all that mess. Perhaps I was still half-blinded at that moment. A Ah, da thrilling tut mir leid, account, Jin. my young man. Streamer-Vorteil. Leighton, are you able to describe Nee, the Linfu. person whom you Nicht saw FU. standing in Half Moon Linfu, du Street? musst auch schon den ganzen Namen Well, haben. I wasn't able to see his face at all. It was too dark. And he was too far away. I could see his silhouette. And what about that? Nothing Fett. so special. Okay. He was wearing a jacket. He Was was ich quite average durch in das his Bossbuch size and his gelernt habe, weight. es I sind immer die see. Fetten schuld. Was there anything else that struck you at the time? No. But perhaps it's strange, but I can't remember the sound of his footsteps as he was running Siehste, away. weil er den im Spiegel Perhaps gesehen it was hat. because of the fireworks or the surprise of me seeing him. Ja, siehste? Deswegen. Leighton, I confess I Beleidige am ich keinen, puzzled. weil wir alle Why da should a young lad gemeint like you sind. take a gun from the hands of a dead man and set off in pursuit of a probable killer? I know. I keep wondering that, but at the time it was Merkt like euch, a wenn ihr Mord reflex. seht oder so, A probiert criminal nicht zu ought to helfen, be rennt einfach weg, arrested. dann seid ihr nicht And he was schuld. armed. You were willing to risk your life. That was a little foolish, unless you wanted revenge. No, Mr. Holmes. I was just Jetzt being kommt wieder brave was and mit stupid. X, weil links so viel frei ist. Und zwar, ihr wart beide im Knast. I'm sure that you were, but I believe that you may have recognized Weil wenn one man of im the selben victims, Knast ist, kennt man Brian natürlich jeden Vercotti. einander. You knew that gentleman well, did you not?
However could you know that? You have a typical tattoo of the Westgate Brotherhood upon your hand. I observed exactly the same mark upon Mr. Vercotti. You came to know him from your sharing a past prison sentence. Am I correct, Mr. Chapman? God. You're right, Mr. Holmes. Would you tell me a little about Brian Vercotti? We were convicted for a robbery. Once in prison, both of us joined one of these fraternities. Oh, und warum waren sie During im that Knast? year, we Wegen des tried to help each Diebstahls other von out, you diesen know? Widdersachen bestimmt. You were quite young then, I believe. Yes, Mr. Holmes, we were. We'd only Okay, stolen a anscheinend pound doch of nicht, meat. sie haben nur Fleisch geklaut. After we were released and when I saw what my little brother had become, I decided to work towards living an honest life. And Vercotti? He had a hard time. His sister had died in a Whitechapel dispensary while he was in prison. He had no family anymore. Our paths split. He fell back into crime. So you lost him? Yes. And for around 2 years, I heard no news of him at all. We shall see you soon, young man. Was? Okay. Was haben wir jetzt hier? Raubmotiv oder persönliches Motiv? Was passiert, wenn ich persönlich mache? Nix. Ich glaube immer noch, es geht um den Raub tatsächlich. So, Fantasiemann. Die Person samt seiner Fantasie, um von seiner Schuld abzulenken. Er ist der Mörder. Spiel vorbei. Okay, dann kommt das aber nicht zusammen. Was haben wir noch? Ey, der ist ja nicht der Mörder, ist ja Quatsch. Habe ich noch irgendwas? Ja, jetzt ist der Mörder. Spiel vorbei. Möglicherweise... AKA, okay. Okay, jetzt haben wir's. Wir müssen den Schusswechsel nachstellen. Das machen wir doch. Wo ist denn die Leiche? Guck mal. Kylie. What's up with you, lad? What are you waiting for? I'm waiting for my brother to be released. Your brother? The one that you caught, beat up and imprisoned. Ah, the murderer. He ain't killed no one, copper. Watch your mouth, lad, else you'll be joining that worthless Da war brother die Welt of noch in yours. Ordnung vor 150 Jahren. Da kommt man welche kleinen Kinder verprügeln und in den Knast stecken. It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Eines der Holmes. Opfer hat seine mögliche. Finden Sie heraus, wer das gewesen sein könnte. Okay, dann wäre da oben irgendwas. Was passiert, wenn du schießt? Dann verdrücke ich mich. Aber der hat auf jeden Fall 10 von 10 Aim. I am unable to see any higher. I need to find something to lift my lamp. Okay, das scheint ja richtig zu sein, wenn ich jetzt den Stab auf einmal nehmen kann. This should be useful. Andererseits hätte er ja da voll gegen die... Ja? Aha! This is most definitely a bullet hole. The brick cracks are fresh. Watson, there was a third shot fired in this street.
Nein! Ach ja, das müssen wir noch machen. Was haben wir denn hier? Verschwundener Mann. Also das ist ja hier kein Doppelmord dann, sondern Schusswechsel. Und dann gleichzeitige Schüsse vielleicht. Weiß ich nicht, müssen wir noch schauen. 3 Schüsse, das ist eine zweite... Achso, muss jetzt die Waffe finden wahrscheinlich. Oder? Aufgaben? Reden Sie mir... Ja, okay. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Oh, wo ist er denn? Hide and seek, ey. Seh dich! I can see you very well, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Geil. Ich bin Hide and Seek Profi. Verstecken fangen wir ja auch mal groß. Ich finde ihn nicht. Da ist er! No, this is not how I walk. Boah, das Spiel disst mich. So bin ich nicht... Oh. Here you are, Mr. Holmes. All right, Constable. Let's try again. I'll find another place to hide. Wie das Spiel mich gedisst hat, als ich vorbeigelaufen bin. Nö, ich habe vorhin aber gründlicher gesucht. Leck mich. So, aller guten Dinge sind 3. Der wird da hinten jetzt hier irgendwo sein. Wo ich ihn nicht finde. Wegen des Spiegels. Okay, ich sehe ihn jetzt schon. Mr. Holmes, it wasn't difficult to find you at all. It is obvious now. No one could escape Constable Marrow's lamp while hiding in the street. Hoch die Wand. Wenn sich zur Tatzeit eine weitere Person am Tatort befand, dann konnten sie weder nach vorne noch hinten, sondern imitieren sie Feuerwerk und klettern sie eine Wand hoch. Ah, und deswegen die Leuchtrakete und die Kletterausrüstung. Leuchtpistole und Kletterausrüstung finden. Hm. Wo haben wir die nur schon gesehen? Jetzt machen wir hier den Bergsteiger. These tools are exactly what I need to climb the wall. This is exactly what we need in order to imitate the flash of the fireworks. Easy. Wir sind halt einfach, wir haben's drauf. Wir als Team. Why are you looking at me all the time like that? Ja, verprügel ihn. I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Penner. Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh, no? Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Sag ich auch immer bei Elex. Wenn man nicht erwischt wird, ist es kein Diebstahl. Ja, und wir werden nicht erwischt, weil wir einfach neu laden. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted.
If someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash. Watson, you will be Leighton. When I fire the signal flare, you should start to chase me. I understand, Holmes. You, Constable Marrow, just play your part and do exactly as you did. Just, please, wait 5 seconds after the signal flare. I doubt that Polly Powell would have screamed any earlier. As you say, Mr. Holmes. Let us begin then. Catch me if you can. Muss ich jetzt hier die Wand hochklettern? Muss ich mich jetzt hier entscheiden, welche Wand? The streetlights fall directly on this wall. Not an ideal spot to escape the crime scene. It is also directly in front. Ja, okay, hab verstanden. Wie weit kann ich denn gehen wegen der Wand? Kann ich hier auch? Okay, nee. Also die Wand, die am meisten Logik ist ja dann... Der muss ja hier, gibt ja nur 2 The Varianten. moon illuminates this wall. Oh, doch nicht. Anyone trying to climb it would be easily spotted by Constable Marrow. Moment. Gibt doch nur die 2 Wände. Kann ich hier noch lang? This wall is casting shadow. Ich dachte, das It war would be dieselbe difficult Wand. to see anyone scaling it. Oh, Flashbang ist frech. Oh Gott, jetzt muss ich was machen? Ich liebe Quicktime. Achso. I can barely see anything. Man hört das auch nicht, wenn da einer hochklettert mit so Skiausrüstung, ne? Oder Kletterausrüstung. Are you there? I should try climbing faster. Noch schneller? Willst du mich verarschen? Meine Finger! I can barely see anything. Holmes? Are you there? Where is he? My God, a man can't just disappear like that. Glückwunschchen! Den dicken hast du dir Holmes? geschnappt. Den dicken Holmes? Elektromann. Where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen. I am up here, above your heads. Klar, und das sieht man How on nicht. earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am Was on my Neues, way Bellamy? down. Feuerwerk imitiere. Achso. Achso, ich muss hier durch die Tür. Ich muss hier durch. Speichern oder so. These shards of glass are from the window above. Nix sonst, okay. Boah, da ist eine Jacke, die hätte ich gar nicht gesehen. A cluster of thick black threads. They're unusually strong. I should examine them under the microscope. Fand's bei AS1 langweilig? Was ist denn bei AS gerade los? It's Ist schon wieder irgendwas? Streampop oder was?
Warte, was ist hier noch? Da. Someone broke through the window to get inside the attic, but in his haste he ripped his jacket. We can conclude that the person whom Leighton saw climbed up the wall, broke into the attic window, and escaped through the hatch. Falscher Knopf, stark. Falscher Knopf, stark. Wandkletterer, Aussage. Leighton ist unschuldig. Natürlich ist er unschuldig. Wäre der Fall in 3 Minuten vorbei. Dann ist es nämlich auch ein persönliches Motiv. Und alles kommt nicht hin. Doppelmord? Kommt genauso wenig hin. Schussposition? Okay, jetzt kommen wir der Sache auf der Spur. Ja, aber haben wir jetzt nicht gerade herausgefunden, dass es kein Fantasiemann ist? Leck mir am Arsch. Ah, wir müssen... Ah, okay. Okay. Ah, mir ist was ins Auge. Shit. So, geht wieder. Wir haben ja noch eine Analyse offen. Dann werden wir wahrscheinlich neue Infos haben. Apropos, hat dir Bob schon erzählt, falls du noch da bist, Bellamy? Wir machen jetzt wie bei One Piece. Es gibt ja AS. Wir werden jetzt so eine Unterkategorie. Nur Bosbo CT Dream Team Gruppe. Also Club. Ne, und unseren Helm Meppo haben wir ja schon gefunden. Let us take a closer look. Ja, das ist ja wohl richtig. It is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. Sag Bob mal Bescheid, er soll das I machen. need to compare Er will this sich noch sample dagegen with a sträuben. human hair and a horsehair. A shaving brush is usually Ja, made Bob, from wer sonst? horsehair. Weißt du das nicht mal vor ein paar Jahren im Could you Forum? please pass me your shaving brush? Kennst du den Forumskandal mit Helm Meppo nicht? Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Nein! Holmes. Oh mein Gott! Oh, don't make such a fuss. Da müsstest du aber... One little hair. Ich weiß nicht, wie viele Jahre das noch her ist. Ich weiß nicht, ob das Jin oder Marco war. Irgendeiner hat Bob mal bei so einer One Piece Umfrage als Helm Meppo bezeichnet. Und Bob war so... Ich glaube, der war ein bisschen betrunken, ich weiß nicht mehr genau. Aber Bob war so sauer, dass der die Beiträge skandalöserweise gelöscht hat, glaube ich. Dann kam raus, dass er Beiträge gelöscht hat. Warst du's, Jin? This is a most unusual hair. Ich weiß es nicht mehr. Human hair is significantly thinner than the black sample. Ja, mir ist klar, The dass die horsehair is Haare thinner nicht than the gleich hair that aussehen. we found. So, this black hair belongs to an animal, and it is larger than a horse. A hair from a large and exotic Ein Bär! animal. Ne, wir müssen in den Zirkus. So, Haar eines exotischen Tieres, der Wandkletterer. So, jetzt haben wir nämlich hier auch nicht mehr Fantasiemann, sondern Zirkusakrobat. Okay. Dann ist doch Raummotiv noch richtig? Okay. Und das wird jetzt nicht irgendwie miteinander verbunden? Okay. Oder, warte, so vielleicht? Aha! In Luft aufgelöst. Ein fähiger Akrobat. Gleichzeitige Schüsse. Schusswechsel, okay. Wohin sollen wir jetzt genau nochmal? Bitten Sie auf der Suche nach einem richtigen Zirkus Wiggins um Hilfe. Wo ist Wiggins? Steht der hier? Ach, der steht immer noch hier, ne? Weißt du noch die genaue Story? Ich weiß nur noch irgendwas, ich weiß nicht, ob es eine Umfrage war oder so, aber es war doch so, dass Bob Beiträge gelöscht hat, ne? Obwohl sein Credo ja Jahrzehnte war, er löscht keine Beiträge. Ich glaube, das war der Skandal.
Unter anderem. Neben der Tatsache, dass wir alle lustig fanden, dass er Helmeppo ist. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Bellamy, Bob hat gerade dein Gespräch mit ihm in die Bosspo-Gruppe gestellt. Dass du ihm so geschrieben hast, ich wusste nichts vom Helmeppo-Skandal. Sauber, Bellamy, guter Mann. Jin, also jetzt reicht's langsam mit diesen Helmeppo-Beleidigungen. Also, ich habe Bob sehr lange verteidigt und werde es immer noch tun. Ich finde das zum Kotzen, Jin, dass du diesen Skandal wieder aufgewirbelt hast. Oh, hi Bob. Schau in den Chat, Bob, ich bin unschuldig. Das kommt davon, wenn man hier nicht im Stream ist, dann verpasst man das. Bitten Sie auf der Suche... Ach ja, ich soll Wiggins. Wo ist denn der kleine Stinker? Wo ist er denn jetzt hin? Ich hab nie aufgepasst. Fuck. Ah ja, hier. Mr. Holmes? We have good news for you, Wiggins. The So, investigation Bob. has proven Bellamy very ist dabei. Wir interesting machen so eine far. We found CT-Team facts and Unterarmee. details that confirm your brother's innocence. Wir kommen locker auf 15 Leute für I knew it, Mr. Clubwettkampf. Holmes. Und dann rasieren wir. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped Ich habe schon over in alles London. geplant. It needs to Wir have machen disposed of AS3. at least one exotic animal. Alle großen Tiere very kommen da rein, large dass der one. Club erst auf 40 You can überall count on ist, me, ne? Mr. Die Holmes. zahlen für uns. Und dann übernehmen wir. Naja, aber Ademos Steffes pumpen den Club erstmal mit ihren 80 Trillionen Geld auf. Das steht jetzt fest. I do hope that those children don't get into trouble, Holmes. Don't worry, Watson. I predict some news in 7 seconds. Mr. Holmes, we found it. Das waren Here it weniger is. als 7. Ja, guck mal. Hi, Paul. And this is a young Indian elephant, the highlight of the show. Was war nochmal der Unterschied zwischen indischen und afrikanischen Elefanten? Außer... Waren die afrikanischen die mit den großen Ohren und die indischen mit den kleinen? Duval Brothers, a well-known travelling circus that is currently stopped in London. I believe that is exactly the type of circus we are looking for. I'll pay it a visit. Ne, Bellamy ist auf unserer Seite. Aye, you! Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because Wow. it's private. Well, I only wanted to meet the artiste. Ist das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of artistic lockpicker that Ratte? we're looking for. Warte mal. You might be Ich kann das surprised. Spiel nicht schließen, dann What? stürzt ab. Also Yeah. minimieren, I don't think so. weil es ein bisschen Clear älter off. ist. Gucken wir mal Captain Ratte One Piece. Google ich mal so. Captain Ratte. Ach, der! Ja, der von der Marine meinst du, oder? Also das ist zumindest der einzige, den ich finde. Ah, ja, ja. War das nicht der oben? Ah, okay. Ich fand ja immer tatsächlich Jacko, fand ich am geilsten. You're a bit slow to catch up.
You're a bit slow to catch on, eh? Ich verprügel... Scheiße, jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst. Verkleiden Sie sich so, dass Sie Ach so, ich soll mich verkleiden. Wie soll ich denn aussehen? Zwielichtige Kleidung und eine Mütze sollten reichen und ein bisschen Gesichtsbehaarung. Damit endlich mal das Feature Verkleiden hier wichtig wird. Für einen Fall. Ah ne, für 2. Wir mussten uns schon mal als Seemann verkleiden, ne? Fick dich. So, Kleiderschrank. Zwielichtige Kleidung. Bandit ist immer gut. Wir brauchen Bart. Welcher Bart ist denn so? Das ist unauffällig. Und eine geile Mütze. Da. Stay where you are. What are you doing here, and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. Da bin ich It's dann me. Bellamy. Ja, okay. God, Holmes, I can't get used to your disguises. Thank you, Watson. That means I am ready to go. Who are you? What's your name? My name is Nigel. I'm here to open the locks. Talented, eh? Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Charles Foley is inside the marquee. Draußen ist wohl nichts Interessantes. So, everything is here, just as you asked. But what about the money? Some of the barrels are wet. Transportation issues, it couldn't be helped. Whatever. We'll be here after midnight to pick up the supplies. I want to be paid first. No. You'll be paid after we make the transfer, as I said. Right? I hope that no one saw you. The police are on the lookout. Of course not. I'm a professional. Glad to hear it. Be ready for tonight, then. This printing press is old, but still quite capable of printing hundreds of pages per day. From lambs into lions. Those are words of encouragement and defiance. Glückwunschchen. That's a picture of a contemporary gentleman wearing a Robin Hood hat. Interesting. This poster was clearly made to fire up rebellion amongst the people. There are enough posters to paste across half of London's walls. Das ist doch jetzt hier nicht nur die scheiß Druckerpresse. Sind die Idioten da draußen gegangen? Ich krieg alles mit. Ah, hier, Fässer. This wooden barrel is damaged. It is difficult to say what is inside. This wood... Okay, wir There is brauchen a spot offensichtlich on this irgendwo eine barrel that Lampe. was intentionally painted out. Weil das ist zu schwer für ihn, eine Lampe mitzunehmen.
The crest of the Honourable Artillery Company. Could it be gunpowder? I need to be sure. Judging by the fractions and the scent, I can confirm that it is, in fact, gunpowder. Oder wir lösen es einfach so. The barrels are roughly clustered. It seems as though they were brought here in a hurry. Powder kegs, a printing press, and a great many blank papers. All of this was stolen by the Merry Men quite recently. War das nicht And unser these allererster Fall poster mit der Merry samples, Men im Schiff? I am quite sure it is not a Ach coincidence. nee, die Merry Men waren die The Merry Men Terrororganisation, stimmt. are planning some sort of sabotage. Stop right there. Who are you? Are you Charles Foley? Maybe. They say that I can open any door. Do they now? We'll see Oh that lot with the nein! chains on a table over there. Ey, wenn das wieder Open dieses that. Drecks-Minispiel ist, kein Bock. Aber erstmal Akrobat, gestohlene Augenringe, Krimineller, falsche Verkleidung, gesichtsloser Safe. Das wird gleich kommen. Ich habe seit ich hier versuchte, Gesten zu lesen. Sicherste, gesicherste Safe, habe ich gesagt. Frische Verletzung, habe ich auch gesagt. Krimineller. Ne? Das habe ich gesagt. Ring mit Widderkopf. Oh! Gestohlene Antiquitäten, habe ich ja auch gesagt. Bandagierter Finger, hohe Gewandtheit, Akrobat. Da haben wir doch unser Schwein. Jetzt müssen wir ihn eigentlich nur noch überführen, oder? Nein, das nicht. Das nicht. Ja, das. Mann, Foley trägt einen antiken Ring. Das letzte fehlende Stück der 5 Widder vom Mittellinie. Sowie ein Revolver unter seinem Gürtel. Das beweist, dass Foley der geheimnisvolle Mann im Jackett war, der so geschickt aus der Halbmond-Dings fliehen konnte. Warum kein... Egal. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie... L.A. Noir war schon eine 10 von 10 mit euch. So, erstmal knacke ich hier wie ein Profi das Schloss. Oh nein, es ist wieder diese Dreck... Also das ist mit Abstand das beschissenste Minispiel. Ach, die kann man so drehen? Oh. Das wusste ich nicht. Ach komm, das ist doch schon... Komm, das zählt doch wohl. Ach, leck mich am Arsch. So ein Drecksrätsel, ganz ehrlich. Das ist doch einfach nur Scheiße. Ah. Well, they're right. What's your name? Nigel Shirley, from York. Ah, Nigel from York. Never heard anything about you. How'd you hear about me?
It's a long story. I met your brother, Vincent the Butcher Foley, in prison. He told me all about his betrayal and all about you. Before I was released, he told me that you might find a job for me one day and pay me some money for me craft. Well, he died 7 days ago in prison. I'm sorry to hear that. That's all right. The traitor has paid the blood price for it. And you'll do the job anyway, because I need a talented lockpicker. I know just where to search for his legacy. It's all about the Hellenistic treasures, isn't it? Osh, you fool. Now, listen up. You'll come with us tonight, and you better mind yourself. Us? Wait, who's coming then? Billy, Jack and me. And what will I get for that? We'll share the loot. The one you seem to know Loot, da about. bin ich dabei. Right. Wait for us at the abandoned manor house on the corner of Ladbroke Grove and Kensington Park Road at midnight. Deal. Here I am at the manor. Somewhere inside it are the Hellenistic treasures. Oh, wehe, das ist wieder wehe. Was sagt er mir denn? X? Ich kann doch eh nur wählen. This lock is quite old. Oh nein, Gott, ey! Boah, verkleiden tut man sich was einmal im Spiel und diese Scheiße kommt alle 3 Minuten. Wir regen uns nicht auf. Das kommt ja genau hin. Okay, das sieht doch schon mal links ganz gut aus. Oh mein Gott, ist das ein Scheiß. Okay. Scheiße, verdrückt. Das ist komplett falsch, oder? Ich hab keinen Bock. Ist das ein Scheißding? Ah, guck I mal, need ist to offen. find where the safe is hidden and lockpick it. This cupboard is an absolute mess. Several books have fallen from the shelves. It seems Ja, as das though ist- this cupboard can be moved. Dieses Schlösserknacken ist I'll einfach give nur it a try. bescheuert. Zum Glück kann man jeden Mist hier überspringen, wenn man verzweifelt ist. Oh cool, direkt gefunden. So, that's the lock I must open tonight. Ja, Let that me is easy. see. Ich dachte, das wäre so ein Tresorknackteil, was wir schon mal hatten. Ah. Ah. Wir müssen es erst ein paar Sekunden probieren, damit es überspringen geht. Ja, kann ja eigentlich nur das hier sein. Aber sonst ist hier... Das kann ich auch nicht schieben, ne? Nee. Okay. Ups.
Kannst aber verdecken. Leck mich doch am Arsch. Muss doch, eigentlich muss es so sein. Ja, guck mal, da hab ich doch schon. Hey, es ist doch fast. Jetzt nur noch hier, das da. Ha! Easy. Gar kein Problem, diese Schlösser. What a surprise. Another lock. And I won't be able to pick it. I recall that precious key around Foley's neck. It might prove Boah, a ich dachte echt, wir decent müssen jetzt ein fit. zweites noch machen. I suppose they Oder ein hired drittes, eher me gesagt. to only open the first lock. Let us wait for the thieves, trap them, and find out. Ey, aber gepackt. Ein Schloss haben Let wir us mal check the gelöst. thieves' possible escape routes in the event that they are caught off guard by the police from the front door. Fallen im Herrenhaus. Jetzt machen wir Kevin allein zu Hause, This ey. door is a perfect means of escape in an emergency. Ja und, kann ich jetzt hier irgendwas machen? Okay, Küchentür. Kann ich die nicht einfach abschließen, dass der nicht rauskommt? Das ist ein Emolga. This door leads to a kitchen, which holds the shortest route to the back door. Das ist mir bewusst. Achso, Gegenstand benötigt, okay. Ja, hier, so, easy, oder? This should be useful. Stecke ich mir einfach einen Stuhl mal irgendwo rein. The door is now blocked. Kevin ist nix gegen mich, oder? The door is... Mal hier, wenn er angerannt kommt. Ja, Lappen. This should be useful. Um mich aufzuhängen, wenn ich nochmal ein Schlossrätsel machen muss. The ground floor window is a perfect way to escape the police. Kann ich das nicht da einfach vorstellen? Ah, hier, Schrank. This works very well. No one will escape through this window now. Okay, jetzt können sie ja hier noch raus. There is no ladder. If anyone falls here, he will need assistance to get out. Das ist wirklich Kevin allein zu Hause hier gerade. Oh, Hilfe, wo soll ich hin? Oh, fuck, der kann ja immer noch raus. Kann ich eigentlich hier hoch? Although this window is high above the ground, it would be possible for one of the thieves to attempt to use it for their escape. Okay. This should be useful. Das ist wirklich Kevin allein zu Hause hier. Sollen wir jetzt hier die Perlenketten hinlegen oder was? Hier auf der Treppe. Nicht sein Ernst. One step on these beads, and our thief will go flying. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Any thief who finds his way upstairs will roll down very quickly. Okay, jetzt müssen wir immer noch die Lösung finden zu... hier, ne? Der Kronleuchter, wir... Was hat er jetzt vor? I wonder what this old chandelier is doing on the floor. It looks as though it was poorly attached. Ah, so ein Ding, so ein Wrecking Ball. Pass auf. I suppose that the thieves already tried to open the lock with this formidable Das ist die hammer, Lösung hier. but they were unsuccessful. Now, if anyone takes the hammer, the rope will uncoil and make the chandelier fall. If he runs through the dining room and takes a sledgehammer to force open the door,
The chandelier will knock him down. 10 von 10 Plan. This should be useful. Ach, ja, okay, das ist klar. Jetzt haben wir's. Natürlich. Now, it's not an open hatch, just a nice carpet on the floor. I should walk carefully here, else my plan will be ruined. Now, if a thief runs through the kitchen, he'll pay a surprise visit to the cellar. The traps for my circus companions are all prepared. I can leave now, but I'll return later with Charles Foley and his companions. Easy. Police! Police! Stop where you are! Where are they? Trapped, Watson, with your assistance. How so? Well, you sounded just like a real bobby, my dear fellow. You startled them into the traps. I did? I assure you, Watson, it was quite an entertaining show. They will not escape the house now. You scum! And this is the pistol used for the murder in Half Moon Street. How'd you know about that? Have you closed the case yet, Sherlock? Mycroft, what are you doing here? Did you follow me? Sherlock, it may seem that I used you, but you should be pleased to know that you have served our Queen well, in this instance. So now, let us catch the big fish. But this man is not one of the merry men? No. Then why exactly are we here, Sherlock? This gentleman, Charles Foley, has been involved in a double murder, and the hunter of a set of valuable antiques, the Hellenistic treasures, which disappeared in a theft many years ago. You're no better than the coppers! Holmes, that is incredible. The Hellenistic treasures. Isn't that English? Indeed. Nothing but trifles. Where are the merry men? I don't know why you are asking me, Mycroft. They are yours to find. I'll see you soon, dear brother. Zack. Charles Foley hat den Diebstahl der hellenistischen Schätze organisiert, der zu dem tödlichen Schusswechsel in der Half Moon Street führte. Leighton Chapman war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort. Gnade oder keine Gnade? Absolut keine Gnade. Das war kaltblütiger Mord. Zack. Ja. Charles Foley, you committed the crime of premeditated murder and of theft. You will be severely punished for your deeds. You are pitiful, you Scotland Yard dog. Save your words for the gallows. Up I'm auf sure Geig. the journalists will love them. I shall leave now, Watson. Gentlemen, please take our friends here into custody. Where are you going? I have unfinished business. I'll see you at Baker Street. Und wir gehen hier mit 100% raus. Ich habe bestimmt alle Beweise gefunden und richtig verurteilt. Be careful with the lamps. Don't bring them too close to the barrels. Good evening, gentlemen. Who's there? That is of no importance. What matters is who you are and the plans that you have here. So you can stop us from carrying them out? Eventually, yes. Hey, careful.
You'll blow us all up. I'm listening. We are a group known as the Merry Men. But I suppose you knew that already. We are the men who've already lost everything of value in their lives. We are ruined shopkeepers. We are workers who were fired from their jobs. Honest people who were robbed. We were forced out from our homes and thrown onto the street. And all of this in the name of the so-called law. Nee. The laws Vielleicht kommt die im anderen Teil vor. Ein Sherlock-Teil habe ich noch. The laws that make the commoners only more vulnerable and the wealthy more protected. Warte, ich glaube tatsächlich, die kommt da im anderen Teil vor. Some of us are from the new lands, America, Australia, and we are many. But men we are still, and we are merry for that we stopped being afraid. For those powers that be had done their best to plant the fear inside our souls, and we accepted Oh, das stimmt. Da habe ich mich auch aufgeregt. The fear advised us to keep our heads bowed. It prevented us from fighting. Bankers and politicians. Also die ersten 1-2 Staffeln fand ich noch gut, aber danach ging's echt bergab. Ne? Staffel 3 war and they push us to compete between each other, just to see who may serve them better. But in the end, they are the few, so they are weak. They are nothing without their titles. We should not fear them. Our so-called masters should fear us mir egal, seid Terroristen, ab in den Knast. The time has come for our group to stand tall. Our great and many merry men. Die Hochzeit war noch okay. Alles ab der Hochzeit war Schrott. No life shall be lost. But ownerships, debts, and property titles? They shall all be destroyed. They're only papers, after all. So many people will be freed over this night. Die Moriarty-Folge war eine 10 von 10 und danach echt. What result do you truly expect? Chaos. But soon people will understand that they are free. And that they don't belong to anyone. Ja, ihr seid Klima. They will be able to work for themselves, together, without letting the rulers dictate what to do, and finally justice will arise. What you are intending to do is a crime. It is not justice. How do you see justice, then? Kids go to prison for a loaf of dry bread. And how many lords do you see punished for stealing from their people, sending them to their deaths in mines, or overseas to fight for land? Our masters wouldn't hear us. So now it's time to sing the song of the merry men. Will you let us do our duty? Hä? Was muss ich denn machen? Zigarette werfen, Zigarette im Wasser werfen. Nix! Ihr dürft hier Terroristen keine Bühne geben. When people fight the order, they are too blind to see the consequences that throw society into chaos. Bullshit. I shall stop your actions, but not you. Run. Now! Oh mein Gott, jetzt habe ich den Elex-Diss verstanden. Das ist natürlich Next Level. Außerdem sind wir nicht mit Kaya verheiratet. Soweit ich weiß. Ich glaube, die haben nur ein Kind zusammen, oder? Oder denke ich jetzt zu kompliziert und das meintest du gar nicht mit Elex? So, you're interested in Russian literature now? Nee, nicht wirklich, ne? It is an interesting book. I remember a few lines. Really? I tried reading it myself, but I had a hard time understanding it. Yes, Doctor. It's about intelligence. Sherlock, I vaguely recall one of the lines. Sometimes it takes something more than intelligence to act intelligently. There were also a few words along the lines of pain and suffering are always inevitable for a large intelligence and a deep heart. Tell me, Doctor, does my brother show any signs of pain or suffering? Not that I know of. Because you see, Doctor, behind all of his masquerade, my brother does possess a deep heart. So deep that he does not recall where he places his love. Well, I'm sure that... His love and his duty that, in the first place, should be directed towards the Empire. For without it, we would be nothing. A country filled with uncivilized men. And the Empire needs order and discipline. It has no room for chaos.
People who commit crimes, or at the very least intend them, deserve punishment, Sherlock. Without justice, there Ja, can be no stimmt. civilization. Stimmt. But we serve the truth, not justice. Your Beides truth, plus Doctor, eins. that may prove immoral, allowing people to terrorize London, destabilizing the whole empire. Terrorize only the powers whom you serve, Mycroft. Not I, not Watson, not Mrs. Hudson, not Wiggins. Sherlock, the merry man Das to macht be halt stopped. teilweise auch mit der Story aus Not Teil by 1 me. gar keinen You Sinn, dass wir so ein created the merry Scheißvater men. sind. Stop them yourself. Only make sure that you Weil don't wir ja selber create so einen 10 more Scheißvater merry haben. men Dann by wird er das arresting dann the anders one. machen wahrscheinlich. Good night, Dr. Ja, ja, Watson. Empire ist das beste Mycroft, ich weiß. Anything in the post, Watson? Any clients worthy of our attention? Only a second reminder from Mrs. Hudson about our new neighbour. She Das urges kommt auch noch you to dazu, remove ja. your... Oh, I don't care about Ja, that. stimmt. Wir hatten Holmes, komplett The lady who will be böses moving in Ende shortly quasi. has requested the use of our spare room to place all of her boxes. Wait, what? A lady? 18 von 18. Hä? Und richtige Schlussfolgerung. War jetzt nicht so schwer, ne? Warte, gibt's noch einen Fall? Oh, ich dachte, das war der letzte. Ups. Ah doch, war der letzte. Wir schauen den Abspann und dann gehen wir gleich in ein anderes Sherlock-Spiel rein, wenn ich dann kurz einmal Stream an ausmache. Aber schauen wir uns den Abstand an. Super lustig. Und er war weg. Ups, hab mich verdrückt. Wir verherrlichen keine Zigaretten. Und jetzt? Ist das jetzt hier der Epilog? Ah, hier, einmal zum Genießen. 16 von 16, richtig. 23, 100%. Ohne Guide, ohne alles. Nur wir haben die Schlösser ein bisschen vielleicht gecheatet, weil wir keinen Bock hatten. Wie kann ich ihn jetzt beenden? Einfach Hauptmenü? Mehr nicht? Das ist alles, ich sitze da mit meiner Fluppe. Okay. So, aufpassen. Wir gehen gleich in das andere Sherlock-Spiel rein. Ich mache einmal kurz Stream an, aus und auf Toilette. Bin also gleich wieder da.